Samosa sind lecker, aber geht es auch schneller? Ja klar, ganz einfach aus dem Backofen. Wir zeigen euch 2 leckere Füllungen, die ihr im Handumdrehen zubereiten könnt. Hi zu Lucky Recipes, wir haben euch schon mal gezeigt, wie man klassisches Samosa macht. Heute geht es aber schneller, wir müssen keinen Teig kneten und können uns direkt um die Füllung kümmern. Als erstes machen wir Keema Samosa. Normalerweise nimmt man für dieses Rezept Hackfleisch, aber wir hatten noch so viel Tofu übrig und haben uns entschieden, damit eine vegetarische Variante zu machen. Das Rezept funktioniert genauso, auch mit Hackfleisch. Ich habe hier ein wenig Räuchertofu, der hat ein fleischiges Aroma und mische ihn mit neutralem Tofu. Dafür zupfen wir den Tofu auseinander, so bekommt er eine Keema-artige Konsistenz. Keema bedeutet einfach nur Hackfleisch. Mit der Zugabe von Gewürzen und Kräutern bekommt ihr später ein tolles Ergebnis. Tatsächlich kam Samosa in ihrer ursprünglichen Form aus dem Mittleren Osten als Sambusa nach Indien. In Indien begann man schließlich die Füllung etwas anders zu würzen. Besonders zur Ramadan-Zeit sind sie populär und werden neben verschiedenen anderen Snacks zum Verkauf angeboten. Die roten Zwiebeln werden kurz gebraten und dann kommen fein gehackter Ingwer und Knoblauch dazu. Anschließend gebe ich nur ein paar Basic-Gewürze rein. Sobald diese Grundlage aromatisch duftet, gebe ich mein Tofu-Keema dazu. Ein Tipp, der Tofu sollte relativ feucht sein, sonst ist die Füllung hinterher trocken. Bratet alles so lange, bis sich der Tofu eingefärbt hat. Und bei Hackfleisch schaut ihr einfach, dass ihr so lange bratet, bis übermäßige Flüssigkeit verdampft ist. Keine Angst, das ist nicht das Einzige, was an Gewürzen reinkommt. Das ist jetzt erstmal fertig und wir können das Ganze abschmecken. Wir schmecken die Samosa-Füllung am Ende mit Amchur und Bhaja Mosla ab. Amchur ist Mangopulver und gibt dem Ganzen eine leichte Säure. Bhaja Mosla ist ein sehr starkes Garam Masala, das besonders in Bengalen gerne für Snacks verwendet wird. Eine kurze Videoanleitung haben wir euch verlinkt. Ansonsten könnt ihr die Masse auch mit einem guten Garam Masala würzen. Schmeckt alles gut ab, lieber etwas stärker als zu wenig und schaut noch, ob Salz fehlt. Lasst die Masse erstmal abkühlen und in der Zwischenzeit widmen wir uns der nächsten Füllung. Die zweite Füllung geht sogar noch einfacher. Hierfür haben wir uns eine geniale Potato Cheese Füllung überlegt, die 0, nix zubereitet ist, sofern ihr mit den typischen Lucky Recipes Zutaten ausgestattet seid. Hierfür braucht ihr erstmal bereits vorgegarte Kartoffeln, die ihr einfach zerstampft. Das Tolle ist, die Zutatenliste ist schön kurz. Denn ihr braucht nur etwas Salz, gehackten Koriander und getrockneten Bok Song Klee. Der sorgt für eine tolle Würze und passt richtig gut zu unserer nächsten Zutat, nämlich Käse. Wenn ihr mögt, könnt ihr noch fein gehackte Schalotten unterheben. Übrigens könnt ihr die Samosa auch mit unserer klassischen Kartoffelfüllung mit Blumenkohl und Erbsen befüllen. Das Video haben wir euch verlinkt. Zurück zur Potato Cheese Füllung. Eine Sache brauchen wir noch, ein Gewürzöl. Erhitzt dafür das Öl und lasst die Chiliflocken darin 10 Sekunden rösten. Schaltet die Hitze aus und rührt Currypulver unter. Das ist nicht irgendein Currypulver, sondern unsere eigene Mischung. Das Rezept haben wir euch verlinkt. Hier sind Gewürze wie Koriander, Kurkuma sowie schon Ingwer, Zwiebeln und Knoblauch enthalten. Wenn ihr dieses Currypulver einmal selbst macht, werdet ihr den Unterschied merken. Gebt das Öl nach 10 Sekunden direkt über die Kartoffeln, damit das Currypulver nicht zu lange dem heißen Öl ausgesetzt ist, sonst kann es bitter schmecken. Die Kombi mit den Kartoffeln und dem Käse ist mega lecker und deshalb kommen wir mit so wenig Zutaten aus. Ich empfehle euch dazu, eine säuerliche Soße zu reichen, wie etwa Ketchup. Ich finde, das passt sehr gut dazu. Mit dem Befüllen könnt ihr beginnen, sobald die Masse abgekühlt ist. Wir haben hier fertigen Jufka-Teig und ein Schälchen Wasser, das dient mir als Kleber. Schneidet den Teig der Länge nach in ca. 8 cm breite Streifen. Je gerader eure Streifen werden, desto akkurater werdet ihr falten können. Als erstes klappt ihr eine Ecke um, sodass ihr ein Dreieck habt. Ihr seht, ein bisschen überlappt der Teig, das ist aber gewollt. Dann klappt ihr das Dreieck nochmal um. Haltet euch an die lange Kante des Teigstreifens. Jetzt habt ihr eine Art Tüte und könnt das Dreieck befüllen. Bei mir passt etwa ein guter Esslöffel hinein. Achtung, die Potato Cheese Füllung solltet ihr nicht zu voll machen, da der Käse beim Backen kocht und herauskommen könnte. Dann müsst ihr das Dreieck nur mehrmals der Kante entlang umklappen und mit Wasser befeuchten, damit der Teig verschlossen wird. Und schon habt ihr ein schönes Samosa-Dreieck. Vielleicht findet ihr bereits vorgeschnittenen Jufka-Teig, denn beim Schneiden sind mir ein paar schiefe Exemplare herausgekommen, aber auch hierfür gibt es einen Tipp. Achtet beim Umklappen nur drauf, dass alle Spitzen geschlossen bleiben. Der Jufka-Teig ist so dünn, er verzeiht auch, wenn man nicht so akkurat faltet.
Die fertig gefalteten Samosa kommen nun in den vorgeheizten Backofen. Im Airfryer klappt es auch super. Ein Backblech mit Backpapier auslegen, die Samosas drauf verteilen und mit Ghee bestreichen. Anschließend auf der mittleren Schiene ca. 15 Minuten goldgelb backen. Ich musste sie noch nicht mal wenden. Die Samosas sind nicht nur wunderschöne Dreiecke mit perfekter Farbe, nein, hört mal hin. Sie sind auch wahnsinnig knusprig, ganz ohne Frittieren. Die werdet ihr bestimmt öfters machen. Viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Video. Tschüss!